Christoph regt sich über meine Dekoration auf. Ich will ja nicht sagen, leider sieht man es eher schlecht, aber ich habe Weihnachtskugeln in Mickey Maus Form hier hängen, was doch wunderbar ist. Aber Christoph gefällt das eher nicht. Ganz wunderbar, vor allen Dingen, weil schon nach Weihnachten ist. Aber bei Rita ist eben immer Weihnachten. Darf man nicht mindestens bis zum 6. Jänner alles hängen lassen? Ist da nicht irgendwie so Lichtmess oder wie das heißt? Kirchmess? Von mir aus, ja. Kirmes. Auf jeden Fall war bei uns vor kurzem der Weihnachtsmann da, weil wir ein schönes Paket bei Bricklink bestellt haben. Ich kann es euch mal kurz in die Kamera halten. 170 € Teile, nämlich sehr coole. Wir haben jetzt in letzter Zeit ja weniger eingekauft bei Bricklink, weil wir immer so viele Steine im Legoland gekauft haben. Und heute war es wieder mal soweit. Der Paketjunge war da und hat uns ein Paket vor die Tür gestellt. Und ich habe mir gedacht, das war das Christkind. Und genau, Rita hat geglaubt, sie denkt noch ans Christkind. Sie glaubt noch ans Christkind. Und wir werden euch heute mal zeigen, was wir hier haben. Es sind 100 verschiedene Lots, also kommt da einiges auf uns zu. Ich würde sagen, Rita, halt mal was Schönes in die Kamera. Vielleicht gleich ein paar Highlights, damit die Leute dranbleiben. Ach so, okay. Wir haben sehr viele coole Teile bestellt, unter anderem sehr viele coole Fliesen. Gehen wir die mal ganz kurz durch. Erstens mal, ich meine, das Highlight überhaupt eine Disney-Fliese. Ja, also ich will ja nicht sagen, aber kann man an der vorbei natürlich nicht. Ich weiß nicht, wo die hinkommt, aber super auf jeden Fall. Dann haben wir vom Globus die Fliesen hier mitbestellt, die Earth und dann noch alles mögliche andere, weil wir überlegt haben, ob wir nicht irgendein Reisebüro damit machen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall wir haben uns inspirieren lassen durch den, wie heißt der? Robin Hood Bricks. Genau, Robin Hood Bricks. Der bei seinem neuen Einkaufszentrum, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass er das Video gepostet hat, aber ein Reisebüro gebaut hat, wo er ein paar dieser Fliesen verwendet hat. Und dieser Store, ich kann auch den Namen gerne nennen, Brickina, so Brickina, wir haben da keinen Werbevertrag mit diesem Verkäufer, aber das war alles sehr ordentlich, wie das vonstatten gegangen ist. Und der hatte diese Fliesen um 75% off, also sehr günstig eigentlich. Ganz generell kurz zum Store. Ist ein riesen Bricklink-Store, alles Neuware, sehr coole Teile und die rabattieren die Teile immer nach einer gewissen Zeit und wenn sich die dann nicht verkaufen, wie es offenbar bei diesen tollen bedruckten Fliesen, bei denen ich persönlich glaube, dass die nie wieder mal in einem Set vorkommen werden, dass die exklusiv bleiben für dieses Globus-Set, die waren anscheinend schon länger im Bricklink-Store, jetzt wurden die immer weiter herunter reduziert und waren jetzt am Schluss für 75% Rabatt zu haben, wo wir natürlich gleich zugeschlagen haben. Und nicht nur die, sondern auch eine Harry Potter Fliese, eine Super Mario Fliese. Dann, ich glaube, von den ist das irgendwo eine Fliese gewesen, Videosets. Das auf jeden Fall die Daily Bugle Zeitungen und auch noch eine Harry Potter Fliese hier oben. Das sind, glaube ich, Ninjago Fliesen. Keine Ahnung, wo die drinnen waren, aber sie gefielen uns sehr gut. Und der Quibbler. Auch von Harry Potter. Ja. Also da sagt ihr jetzt auf jeden Fall nichts mehr, glaube ich. Rita ist auch fast sprachlos bei diesen Fliesen. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was wir genau damit machen. Ich habe mir vielleicht auch gedacht, dass diese bedruckten Fliesen vom Globus ganz cool in den Zoo passen würden, dass wir da so verschiedene Areale machen, zum Beispiel, dass beim Elefanten- und Giraffengehege dann eine Afrika-Fliese aufgehängt ist. Das wäre eigentlich auch eine ganz coole Idee. Ich habe das schon des Öfteren mal in einem Tierpark gesehen. Mir haben die Fliesen wahnsinnig gut gefallen und dann habe ich dort bestellt. Wird sich ja wahrscheinlich sogar ausgehen. Wir haben leider jemals nur einmal, aber schauen wir mal. Dann haben wir hier noch ein paar andere Fliesen bestellt, die hier rechts oben, das ist quasi, also das sind nachher noch rundherum die anderen Viertelkreise, aber die habe ich jetzt hier nicht hinaufgesteckt. Sind auch vom Globus übrigens. Genau, das ist ein Kompass dann und ich finde, das sieht ja mega cool aus. Dann haben wir noch eine Schallplatte, hier ist irgendwie so ein Computerspielmännchen, keine Ahnung. Diese Dame hier ist von Schöne und das Biest der Kasten. Ich habe zuerst gedacht, die Teekanne, aber nein, es ist von dem Kasten. Hier eine Zielscheibe und hier unten, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen, aber das sind diese Mortys oder so von Super Mario, diese komischen Maulwürfe. Aber ich finde den auf jeden Fall sehr cool und das ist nämlich Monty, der Maulwurf. Fast. Nicht Morty, sondern Monty. Und das sind nämlich solche Teile hier.
wo ich ja immer sage, das sind die Bettdecken. Also man könnte sich eine Monty-Bettdecke machen. Genau. Dann haben wir noch eine Kasse und Player 1, Player 2 für die Arcade wahrscheinlich von Christoph. Ja. Und das ist auch noch so ein Dots, das ist wie so ein Diamant. Genau. Und was wir auch noch haben, ist so eine ganz spezielle Fliese mit hinten einem Clipsel drauf. Einem Clipser. Und das ist nämlich ein Computerscreen, wo gerade 2 Fenster offen sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Wohin? Keine Ahnung. Vielleicht auch ins Reisebüro. Man weiß es ja nicht. Ganz ich weiß nicht mal, wo das Reisebüro hinkam, aber mir gefällt auf jeden Fall die Idee sehr gut. Wir haben ein paar Projekte, von denen wir jetzt noch nicht genau wissen, wo und wann die irgendwann mal das Licht der Welt erblicken werden, aber wir haben ja Zeit und wir haben jetzt, wie gesagt, dieses Jahr eigentlich oder vergangenes Jahr im Legoland so viele Teile eingekauft, aber es gibt trotzdem immer wieder noch ein paar coole Teile. Ich habe sogar überlegt, ob ich mir den Globus nicht als Ganzes kaufen soll, aber dann habe ich mir gedacht, nein, die Fliesen alleine genügen. Genau. Was haben wir dann noch? Wir haben noch Figuren. Und da muss ich wirklich ein Lob aussprechen. Wie gesagt, wir haben mit diesem Händler noch nie was zu tun gehabt, aber schaut euch mal an, wie der die Minifiguren verpackt. Das sind, by the way, alle neue Teile. Ich weiß nicht, ob ich schon alle herausgefischt habe, aber ich finde es auf jeden Fall so cool. Ich glaube, wir haben eine fehlt, glaube ich, noch. Weil die einfach hier in diesen Säckchen verpackt sind und hinten noch ein Bild drinnen ist, eben von der Figur. Also wirklich so schön verpackt haben wir noch keine Figuren bekommen. Ja, mit einer Postkarte, dass man gleich sieht, welche Figur das ist. Das ist ja praktisch für uns zu sehen und wahrscheinlich eine Heidenarbeit für den Verkäufer, wobei er dann auch schneller sieht, aber das kostet sicher einiges, auch die Figuren in so große Tüten einzupacken. Aber super Service. Ja. Die Figuren sind, also der hier ist von der Police Office aus dem Zeitungsladen und die anderen sind, ich glaube eine fehlt noch, die ist noch irgendwo drin, die sind aus den neueren Farm-Sets von City, also dieser Gemüsetruck und ich glaube eine Figur ist auch aus dem Shop, aus dem Lebensmittelladen, ja. Genau. Dann habe ich noch diese Teile bestellt. Irgendwo ist auch noch der Durchgang. Das habe ich, glaube ich, schon gesehen. Ich habe ja überlegt, hier ist noch die eine Figur, die haben wir auch noch. Jeweils zweimal oder dreimal. Die haben so 1,30 Euro, 1,40 Euro gekostet, waren auch etwas runtergeschrieben, weil sich offenbar niemand für diese schönen Figuren interessiert hat. Wir haben uns ja dieses Set auch so gekauft, dieses Mickey Mouse Set mit der Burg. Aber ich habe mir jetzt diese Teile, weil sie auch relativ billig waren, noch bestellt, ein ganzes Säckchen voll und auch den Durchgang passend zu dieser Burg, weil ich ja überlegt habe, wir haben ja die Drachenachterbahn, diese Miniatur-Drachenachterbahn vom Legoland bei uns im Vergnügungspark stehen, das wisst ihr natürlich. Und natürlich wisst ihr das, ihr habt ja jedes Video gesehen. Richtig, von dem gehen wir ja aus. Und da möchte ich... ja. Christoph ist heute nicht so begeistert von mir, aber das macht nichts. Und da habe ich mir gedacht, die könnten wir natürlich erweitern mit einer kleinen Burg und ich wollte seine 3-in-1 Burg von Creator nehmen, wo ein dezenter Aufschrei von Christophs Seite war, diese Burg wird nicht dafür verwendet, er möchte die woanders hinstellen, wo auch immer, wir werden sehen, ob die jemals aufgebaut wird, aber egal. Und deswegen habe ich mir gedacht, was würde besser passen in den Vergnügungspark als eine Mickey Maus Burg und jetzt bekommen wir die. Ich habe keine Ahnung, wie sich das ausgehen wird oder ob sich das ausgehen wird, von dem abgesehen, dass sie sehr schwer erreichbar ist in Wild City. Egal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz gut und passend, weil ja diese Drachenachterbahn sehr weit in Richtung des Disney-Schloss steht. Und da eine Disney-Burg draus zu machen, das ist eigentlich ganz ein guter Vorschlag. Genau. Und falls ich noch einen Ticketstand brauche, weil die kostet ja wahrscheinlich dann wieder extra. Das ist sicher nicht im Ticket inklusive, wenn das mit so einer tollen Burg eingebaut wird. Dann für den Ticketstand hätte ich diese Teile mit bestellt. Ich meine, kann man ja nicht einfach so gratis weggeben. Genau. Ich habe diese Teile auch noch dazu bestellt, die sind in der gleichen Farbe oder eben auch von diesem Set von dieser Burg. Ich habe euch das schon gezeigt, oben für den Abschluss von den Türmen und die habe ich auch noch dazu bestellt, einfach ja, um das dann fertig bauen zu können. Ich hoffe, wir haben noch ein paar graue Steine in Wild City, die werde ich mir dann auch snacken. Oh, haben wir, glaube ich, schon noch ein paar, ja. Dann diese Container in Medium Nougat habe ich ein paar genommen für den Zoo, für diverse andere Bauten und dann nochmal diese
sind das Domes oder Zylinders oder irgend sowas, die in Dark Tent beim Hochhaus, bei diesem Shopping-Hochhaus hinkommen. Da habe ich mir auch noch ein paar genommen. Und ebenfalls für die Arcade wahrscheinlich, weil da jetzt endlich mal das oberste Stockwerk fertig werden soll, genau. Einmal Zweierbricks mit Powerstern und Schriftzug, auch aus den Super Mario. Der hat ziemlich viel Super Mario Zeugs gehabt, der Verkäufer. Da haben wir ein paar Teile davon genommen, weil die auch brauchbar sind und wir ja Nintendo-Fans der fast ersten Stunde sind, muss man schon sagen. Auf die Welt gekommen und schon ein Fan. Ganz richtig. Was haben wir dann noch? Wir haben einerseits, da kommen jetzt ein paar Säckchen, wo nur eine Teileart drinnen ist, 50 Frösche in Pink, ich weiß jetzt die Farbe nicht, die beim Bonsai dabei waren. Das spiegelt jetzt extrem, aber ihr wisst, wovon wir sprechen. Was wir damit machen, keine Ahnung, aber die waren extrem billig, haben nur ganz wenig gekostet, habe ich mir gedacht. 50 Stück passen da ganz gut. Dann haben wir, und das finde ich auch sehr interessant, diese, nennen wir sie, ja, neueren Käsestückchen, die auf beiden Seiten so eine Ecke haben, für eine Umrandung oder für einen Abschluss oben bei einem Zaun. Da haben wir jetzt mehrere, wo ich mir gedacht habe, in Light Bluish Gray, dass man da oben noch ein bisschen so kleine Dächerchen machen kann. Ein hübsches Säckchen, die waren auch vergünstigt. Rita zeigt euch jetzt, was es noch so gibt. Ein paar Kameras haben wir uns wieder bestellt, denn die kann man einfach immer brauchen für die Minifiguren. Babyfläschchen gibt es jetzt auch in Wild City, auf jeden Fall mehrere. Ich glaube, wir haben nur 1 oder 2 verbaut. Und natürlich auch Kaffeetassen. Ich meine, Kaffee muss einfach... Übrigens, Rita, wo ist dein Kaffee heute? Schon leer. Und leider. Nach dem Soll ich dir noch einen richten? Wir sitzen ja zufälligerweise in der Küche. Aber das wäre gut. Nein, nach dem Video. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau, also und dann haben wir hier noch sowas wie, keine Ahnung, ein halber Glascontainer. Da habe ich mir gedacht, die passen ganz gut. Das ist so in Transparent Light Blue, so kleine Paneele für ein Waschbecken zum Beispiel. Ich habe jetzt schon 1-2 Mal sowas bauen wollen und hatte keine Teile mehr dafür. Und diese Teile, keine Ahnung. Ja, das sind so grüne Paneele, da habe ich mir, glaube ich, auch 8 Stück genommen für irgendwelche Container oder für irgendwelche... Ich denke da an den Güterbahnhof, wenn ich das Teil sehe. Sagt uns gerne, was ihr für Ideen habt, wenn ihr diese Teile seht. Ich habe mir gedacht, wir machen damit einen Aufbau im... Ja, kann ja auch sein, dass sie dort Müll transportieren müssen. Dann haben wir noch für den Westernpark ein paar goldene Lassos genommen, weil ich mir gedacht habe, die passen dort auch gut. Die Cowboys müssen ja ihre Pferde wieder einfangen. Und aus der von vielen mittlerweile schon wieder vergessenen Ninjago Videogame Serie, diese Lebensanzeigen, da habe ich mir auch gedacht, die passen eigentlich super in die Arcade. Da habe ich auch 5 oder 6 genommen, ob die nicht 2 Cent das Stück gekostet haben, also eigentlich vernachlässigbar irgendwo oben bei den Spielautomaten. Sind wir hier fertig? Wir sind fertig, mein Herr. Dann haben wir 50 Stück dieser Viererpaneele in hellgrau, auch für irgendwelche Aufbauten, für irgendwelche Container. Ich weiß nicht, warum ich immer an Container denke, aber das passt da ganz gut. Da haben wir nämlich keine mehr in hellgrau. Dann ein Teil, wo viele jetzt sagen werden, ich weiß, wo das hingehört. Das Elsa-Schloss. Das nicht Elsa-Schloss, das ist das Teil von den Ninjago City Gardens. Also bitte, liebe Freunde, schreibt in die Kommentare, ihr habt das Teil erkannt, weil es bei den Ninjago City Gardens vorkommt. Ja, ich weiß, es kommt. Doch, auch beim Elsa in einer anderen Farbe, vielleicht auch. Ein sehr seltenes Teil, ist schon wieder vom Markt, ist 2021, glaube ich, das letzte Mal bei Lego erschienen. Und du hast vollkommen recht, es ist auch beim Elsa-Schloss dabei, es ist auch bei ein paar Ninjago so Fahrzeugen vorne als Fahrzeugschnauze dabei, und warum auch immer, der Verkäufer hat die alle um 4 Cent das Stück verkauft. Warum weiß ich nicht, vielleicht weil das Teil nicht so interessant ist. Ich habe es jetzt mal genommen und habe mir gedacht, vielleicht gibt es mal irgendwas, was wir damit machen können. Und wenn es ein zweites Elsa-Schloss ist, dann ist es das eben. Dann haben wir, Rita, ich glaube, die musst du rausholen, weil die sonst wieder so spiegeln, jede Menge dieser, nennen wir sie, Viererfliesen neuerer Bauart. Genau, also halb Fliese, halb Teil. Nein, Teil ist ja die Fliese. Halb, Plate. Ist das? Plate. Ja. Genau. In dunkelblau, in Magenta, die waren zum Teil um 1,5 Cent pro Stück im Neuzustand. Die Farbe kennen wir vom Disney-Schloss.
Ganz richtig. Ich habe mir die genommen, weil ich gedacht habe, dass ich den Hochhaus Shopping Tower jetzt innen auch mal fließen möchte. Da haben wir ja innen noch immer, wir zeigen euch demnächst mal unsere neuen Projekte. Wir haben schon das Erdgeschoss gebaut und auch auf der Dachterrasse ein bisschen was und jede Menge neue Ideen, auch in weiß. Und irgendwie gefällt mir da dieser Dark Tan Boden nicht besonders. Da habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal Welche Farbe ist das? Ein bisschen, ob Nougat. das nicht Medium Nougat ist, wenn ich mich nicht täusche. Da hat der Verkäufer auch jede Menge, auch hier in Magenta nochmal, relativ billige Fliesen und Jumperplates gehabt. Da haben wir zugeschlagen und haben wir uns gedacht, ja, das kann man auf jeden Fall mal nehmen. Dasselbe auch für was auch immer in Braun, du sagst es. Ja. Also hier sogar, ich glaube, die 150 Stück in Reddish Brown. Das sind einfach Teile, die sonst eher teuer sind. Diese Fliesen sind schon im Preis ziemlich gestiegen. Hier haben wir nochmal diesen Zeitungsverkäufer, hier haben wir nochmal diesen, nennen wir ihn schon? Höhlenmenschen. Kann auch sein, dass wir den noch gar nicht Der Scharfschneider. Kann sein, dass der auch noch dabei ist. Ich habe auf jeden Fall ein paar Figuren genommen und ein paar davon haben wir doppelt und dreifach. Scharfschere. Und dann haben wir noch dieselben Fliesen. Ich glaube, das seht ihr so in 1x4 hellgrau. Auch gute Menge. Dasselbe dann nochmal in Dark Tan. Sehr viele, ja. Gut eingekauft. Das sind immer die Teile, die mich nicht so interessieren, außer ich brauche sie dann. Nochmal eine, das ist ein bisschen überbelichtet, eine Figur. Dann haben wir für die Natur, Rita, das ist jetzt wieder ein Auftrag für dich. Wir haben Terraforming. diese Teile hier, die ich oft als Tischchen verwendet habe, offensichtlich in grün dann für Terraforming und keine Tischchen. Dann, die gleichen, Entschuldigung für die Unterbrechung, auch in Dark Tan. Vielleicht für den Vergnügungspark oder den Unterwasserlayout. Dann hier diese Bäumchen Unterteile vielleicht. Diese Slopes, diese runden. Log Pieces 1x2 in Reddish Brown, weil uns da beim Zoo noch immer ein paar Gehegemauern zu niedrig sind. Christoph ist da immer sehr genau, wenn es um sowas geht, genau. Dann diese Teile hier, keine Ahnung für was, vielleicht auch für Bäumchen. Könnte sein, ja. Könnte sein. Dann das Teil hier, das ist relativ neu, diese Kerzen, ja, das sind keine Kerzenständer, das sind eigentlich nur Kerzen, das ist die Kerze, ja. In weiß. Ich habe da 50 Stück genommen, weil ich mir gedacht habe, irgendwo vielleicht bei einem Gebäude könnten wir mal die Außenfassade ein wenig verschönern oder auch als Zaun. Oder der Halloween Park braucht vielleicht noch ein paar Kerzen. Ich noch mehr bestellen sollen. Oh je. Fliegende Kerzen im Halloween Park. Ich sehe schon, das nächste Halloween Update kommt bestimmt. Seht ihr, so geht es mir immer. Ich kaufe mir schöne Teile und wenn ich Rita frage, was sie gerne noch haben möchte, sagt sie immer, ach, wir haben schon alles und mir fällt jetzt auch nichts mehr ein und kaum sind die Teile hier, kommen ihr die Ideen, aber das ist auch gut so. Dann hier diese, das sind glaube ich eigentlich Technik, Scheiben. Da habe ich mal jetzt was gesehen, ob das nicht auch bei Robin Hood Bricks war. Der hat die so übereinander gestapelt und hat damit einen Türrahmen oder sowas gebaut, also relativ hoch, so, ich glaube 10, 15 Stück übereinander. Ich habe jetzt mal 30 Stück bestellt. Könnte mir auch vorstellen, dass das mal interessant wird. Dann haben wir noch, weil wir ja auch hinten noch immer am Schauen sind, also die Geschichte mit diesem Berg beim Naturgebiet, das zieht sich jetzt schon lange und ich sage immer, ich bin am Planen, das bin ich auch. Das Problem ist, wir wollen das wirklich ordentlich machen und brauchen dazu viele, viele Steine, vor allem in Braun, Grau und Grüntönen. Ich habe jetzt hier noch einmal 2er Bricks bestellt in Grün. Die gab es nämlich auch relativ günstig. Ich kann euch gerne dann den Preis nachschauen. Ein schönes Säckchen, damit wir auch die haben. Und auch für dort hinten, und das ist jetzt ein wenig eine größere Partie, also das sind 2 verschiedene Teile, einmal in hell, einmal in dunkelgrau. Diese, ja, nennen wir sie Stufen, ich weiß gar nicht, wie die Teile wirklich heißen. Z-Teile. Bei mir ist auch ein Z oder ein S, je nachdem, wie man es hält. Oder eine 2.
auch Oder für wie den bei Aufbau. Tetris. Gibt es die nicht auch bei Tetris? So das sind einmal fast 400 Stück in dunkelgrau und einmal, ich glaube, fast 300 Stück in hellgrau. Also auch eine gute Menge und die kann man einfach übereinander stellen. Und dadurch, dass die so stufenartig sind, könnte man damit ja sogar so ein bisschen einen graduellen Anstieg des Terrains hinbekommen, dass das nicht alles immer so steil ist. Ich will ja nicht sagen, ein gradueller Anstieg des Terrains. Also es wird immer professioneller bei uns. Ihr seht es, wir sind fast nicht mehr zu übertreffen. Dann hier habe ich auch an Häuserfassaden gedacht. Diese Brackets, also wo man dann in eine andere Richtung bauen kann, mit 2x6er Plate und 4 Noppen in die jeweils andere Richtung. Die waren auch, ich glaube, extrem billig zu kaufen. Dann haben wir noch auch für die Häuserfassade ein kleines Säckchen mit solchen Teilen. Die kommen eigentlich, glaube ich, auch ursprünglich aus dem Techniksegment. Also ein 1x2 Brick mit Pinloch. Und auf der Hinterseite ist so in halber Höhe noch ein 1x2 Plate angemacht, auch vielleicht für eine Häuserfassade. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut aussieht. Auch ein kleines Säckchen davon. Dann noch diese beiden Teile hier, auch wahrscheinlich für das Elsterschloss leider in das ist Perlschwarz. Ich wollte gerade sagen. Pearl Black und auch in Weiß. Okay. Für den Winterbereich. Weiß, ja, okay, das passt. Warum Pearl Black? Keine Ahnung. Vielleicht für die böse Schwester von der Elsa? Die hat ja gar keine böse Schwester. Aber ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Ich finde die Farbe hier extrem geil. Das ist irgendwie so schwarz-grau schimmernd. Und die haben mir gefallen. Und wie gesagt, auch diese, nennen wir sie halben Wedge Bricks. Und dann haben wir nur noch 2 Positionen hier. Einmal, Grüße gehen raus an dich, lieber Jürgen. Er hat sich gewünscht, diese von den, hier sind die Art Sets, diese 16x16er Technik-Bricks, die hat es dort auch gegeben. Kosten mittlerweile 3,50 Euro pro Stück, die sind teurer geworden. Der arme Daumen, ich sag's euch. Aber er plant da etwas, ich glaube, das größte Arztbild der Lego-Geschichte. Und deswegen haben wir ihm schon mal welche gekauft und dieses Mal wieder. Und dann hat sich Rita natürlich, und das ist, glaube ich, eine Premiere, wir haben noch nie bei Bricklink Stickerbögen gekauft. Und dieser Verkäufer, wie gesagt, ich blende euch hier nochmal den Namen ein, Brickina, hat auch jede Menge Stickerbögen, die auch teilweise um 75% reduziert, und da hat sich Rita 3 Stück genommen, wo sie gedacht hat, dass die Sticker vielleicht irgendwo passen können. Genau, da gibt es ja diese Bowlingbahn, glaube ich, von der sind die, und ich habe mir gedacht, für die Arcade passt das eigentlich ganz gut, vielleicht auch beim Christoph, da werde ich ihm was zustickern, mal schauen. Dann für unseren Zoo vielleicht. Diese Sticker hier, das ist, glaube ich, von dem Set mit der Giraffe. Das Set haben wir uns ja nie gekauft, sondern wir haben uns ja nur die Giraffe im Legoland gesnackt. Und dann noch dieser Stickerbogen hier, wo ich mir gedacht habe, vielleicht für unsere Fischstäbchenfabrik. Ich weiß, es sind eigentlich, glaube ich, ist das eine Thunfisch, oder? Eine Fischfabrik? Sardinen, glaube ich, ist das Set ursprünglich, ja. Ist doch alles Fisch, nicht wahr? Also, ja. Deswegen haben wir uns gedacht, das könnten wir vielleicht auch verwenden bei uns. Und es sind ganz coole hier auch dieses Keep Out und dieses Top Secret Sauce. Also man kennt das Set. Wir haben mehrere Mal überlegt, ob wir uns das nicht kaufen, weil ich diese Sardinenfabrik eigentlich ganz cool finde. Aber da ist so ein großer Feuerwehrtruck dabei und alles mögliche an Zeugs, was wir eigentlich nicht brauchen. Jetzt haben wir uns gedacht, diesen Stickerbogen um, ich glaube, 50 Cent, den könnte man sich schon snacken. Oh ja. Ja, wir sind fertig, liebe Freunde. Noch zur Dokumentation unsererseits. Es waren 2920 Teile, fast 3000 Teile, 100 verschiedene Teile für 171 Euro und 16 Cent inklusive sogar Versand nach Österreich, was eine Seltenheit ist, denn die verlangen ja normalerweise 20, 25 Euro für so ein Paket. Hier mit UPS bestellt, 9 Euro Versandkosten. Der Verkäufer hat das Paket, ich glaube, um 17 Uhr in Dresden aufgegeben und am nächsten Morgen war es schon bei uns in Salzburg. Also wirklich total cool. Ja. Teilequalität so 1A, es sind alles neue Teile, sieht man auch besonders an den Fliesen, und ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit diesem Einkauf hier. Freuen uns jetzt schon wieder aufs Weiterbauen. Ja, ich möchte jetzt unbedingt eigentlich was bauen. Dadurch, dass wir zu Hause sind, wird es wohl ein Set werden, aber ich habe schon viele coole Ideen, was wir nicht in Wild City machen können. Schreibt uns auch auf jeden Fall eure Ideen oder ob ihr in letzter Zeit wieder mal bei Bricklink bestellt habt. Und ich würde sagen, wir
beginnen jetzt mit dem Bauen. Ich halte es fast nicht mehr aus. Macht es gut, baut auch immer Schönes. Und ich hoffe, ihr habt auch noch so eine Weihnachtsdekoration. Tschüss, Freunde, baut was Schönes. Tschüssi.